So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir. Und zwar werden wir uns Dream in the Witch House angucken und feststellen, ob dieser Mix aus Point-and-Click mit Lovecraft-Einschlag seine läppischen 11 Euro wert ist. Rainer. So, gehen wir mal auf. Es gab so einen kleinen Launcher, da konnte man die Settings einstellen. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die richtigen hier gewählt habe, weil es sieht ja im Fullscreen schon sehr pixelig aus, aber es ist vermutlich auch so gewollt. Von daher nehmen wir das einfach mal so hin und gehen auf New Game. Wir gehen normal. The full experience with a real challenge. Da sehen wir uns. The way it's designed to be played. Schwierigkeitsgrad ist schon wieder so ein Ding, ne? Muss das sein? Vor allem, wenn hier steht, es geht gleich weiter, aber wenn hier steht, the full experience with a real challenge, the way it's designed to be played, the way it's designed to be played, warum gibt es denn die anderen beiden noch? Easy. For more casual experience, focusing on story, survival mechanics toned down. Hard. Extra challenge suggested only for players familiar with the game. Das ist ja meistens auch so. Easy ist halt einfach total schnarch langweilig und Hard ist einem meistens einfach nur unfair hochskaliert. Also, wie gesagt, da bewundere ich immer noch From Software für ihre straighte Linie, dass sie den Game einfach so designen, wie es ihnen vorschwebt, und die Leute müssen halt damit zurechtkommen. Auf der anderen Seite gibt es ja innerhalb der From Software Spiele, die meisten jedenfalls, ein paar Mechanics, mit denen man sich das Spiel leichter machen kann. Insbesondere bei Elden Ring mit den Summons, mit diesen Geister, Aschen und so weiter und so fort und all so ein Tüdelkram. Bei Sekiro gab es das irgendwie nicht, das war ein bisschen sehr hardcore. Gut, was ist Iron Man Mode? In Iron Man Mode, save game slots are limited to one and saving is only allowed when exiting the game. Are you sure you want to enable the Iron Man Mode? No. Eigentlich bin ich ein großer Freund von Iron Man Mode, insbesondere bei Spielen wie RimWorld oder aber auch XCOM 2, wobei ich da sagen muss, wenn du mit 95% Trefferwahrscheinlichkeit daneben schießt und deswegen deine ganze Gruppe wiped, das ist schon echt hart. Gut, Continue. Aber hier ist ja auch ein neues Spiel, das ich überhaupt nicht kenne, von daher weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Da lassen wir Iron Man erstmal weg und gucken uns jetzt das Intro an. Gut, ja, das hat für mich jetzt mal schon wieder total krasse Zack McCracken-Vibes. Allerdings, ich meine, es hat offenbar echt keine Sprachausgabe. Ne? Der Download war auch nur was bei 600 Megabyte groß. Hätte man eigentlich von ausgehen können, dass da keine Sprachausgabe bei ist. Ist ein bisschen schade, aber es ist halt ein kleines Indie-Game, wo Leute wahrscheinlich ihre Vision versucht haben, sage ich mal, umzusetzen, zu realisieren. Und dann hat man halt nur begrenzte Mittel. Und das Ding ist ja halt auch Sprachausgabe, die scheiße gemacht ist. Da hast du besser gar keine. Ansonsten sind wir offenbar ein Student und sind hier in eine Wohnung gezogen und haben so eine gruselige alte Frau als Vermieterin. So, verstehe ich das halt. Gut, interagieren, look, deselect items, okay. Map, To-Do-List, Escape Space, okay.
To open the character bar, move the mouse cursor to the top of the screen. For more help, select Wikipedia or controls in the game menu. Press any key to continue. Any key. Gut. Also hier, okay. Oh. The character bar displays what? Wie heißt der? Walter? Harvey Walters? Displays Walters inventory, stats, skills, and current modifiers. Hover mouse over stats and skills to see more detailed value. Hover over mouse over any active modifier like hungry or tired to see how it is affecting water. Okay, also, was ist hier? Package? No effect. Ich weiß nicht, was Package bedeutet. Rested, not sick, warm, dry, uninjured. Health, sanity, math, occult, exams, Menü. Was haben wir hier? Wallet. Wir haben $12. Quasi rich. Map of Arkham. Da sind wir wieder. Pocket Calendar. Okay, was ist das? It's my pocket calendar where I add all the upcoming events and dates. Journal aus. Monday, March 1929. Okay. I have no upcoming events. Da kommt bald ein Event. Ich glaub mal. Food. Okay. Notes and Letters. Achso, das ist so ein quasi wie so ein übergeordneter Ordner. To-Do-List. Walter keeps track of tasks in his to-do list. He receives a small amount of sanity when the task is completed. Ja, so ist das, ne? Wenn man Aufgabenprojekte abschließt, dann ist es gut für den Geist. Open to-do list ist T. Kann ich aber auch so rein. Press any to continue. Create check course. Schedule. Work the theory papers. Get a grade. Be or better at an exam. Ich frage mich jetzt ehrlich gesagt schon, wie ich inwiefern ich Einfluss auf die Note habe. Muss ich dann wirklich einen Test schreiben oder was? Ich hoffe, das ist ein Minispiel. So, gut, das hätten wir. Also wir haben die Map, wir haben hier Kohle, einen Pocket-Kalender, was zu essen und ja, okay. Gut, Papers. I'll take the theory paper with me. Das ist eine gute Idee. Now I can really start to work on my theory. Alles klärchen. I'm sure we'll find good source material in Miskatonic University Library. Ja, okay, es ist sehr eindeutig, wo wir sind. I might even be able to study for the rare special collection tomes. Oh ja, Necronomicon zum Beispiel. Einfach nur ein Wild Guess. Gut, hier können wir gehen. Das ist geil, es fühlt sich echt an wie so ein Zack McCracken-Ding. Was mit der Lampe? The lamp is working, no need to mess with it. Das funktioniert so nicht. Mach mal an. Wow. Bright light. I don't want to wind the clock. Its noisy ticking was driving me crazy. Ach so, der feine Herr. Das erste, was er macht, als er reinkommt, ist mir die Uhr ausmachen. A chest. Was ist da drin? I guess this is where the firewood stored. Wie langweilig. I'll take a few logs with me. Das kann nicht schaden, fuel for the fire. Das kann wirklich nicht schaden, Fireplace. Wollen wir mal machen? I need some wood to start fire. Hä? Wir haben doch Wood. Wir versuchen erstmal eine kleine Aufgabe lösen können, um zu gucken, ob das Spiel so funktioniert, wie ich mir das vorstelle bisher. Und zwar nehmen wir jetzt dieses Holz, das wir gerade aus der Kiste genommen haben, über diesen Charakterbar oben und packen das nach in den Kamin drin. So. Oh. The firewood is ready to be lit now. Let's light the fire. Ich habe mich gerade gefragt, oh, ist es nicht cozy? Ich habe mich gerade gefragt, ob ich da, wie hat er das jetzt angemacht? Nice and warm. Nice. Sehr gut. Kriege ich dadurch Sanity? Wo ist meine Sanity? 10. Okay. Gut. Wollen wir nochmal eben kurz auf die Bücher gucken? I'll be needing my math books. Oh, was ist das? There's a big rat hole in the wall. Oh. I hope it's wieso? Ja, come on. Ratten sind nicht so schlimm. It's my wall calendar where I add the upcoming events and dates. No upcoming events. Habe ich mir gleich ein Familienfoto mitgebracht, oder?
Und Margaret insisted that I put the portrait on display. Ah, okay. Ja, so, die Familie. But I need this. But I might need this. I'll leave the frame here where it is and I just take the photograph. I can always put it back if I change my mind. Das gab Sanity-Abzug. Okay, interessant. Da haben wir das auch schon mal gesehen. Ey, der Frame wäre viel wichtiger. Ich habe mir gedacht, wir nageln den Frame vor das Rattenloch. I don't want to stick my hand in the rat hole. I should take a closer look to see what's inside. Oh, bitte. Ah, Rechtmausklick. Okay. There's not much to look at anymore. Okay. No upcoming events. Rechtsklick. It's a nasty big rat hole. Oh. Looks empty. But the hole goes deeper into the darkness. Ja, wie weit kann es halt gehen, ne? It's too dark to see anything in there. There's also nasty rank smelling odor coming from the hole. Photo? It's a family portrait. To the left on Hazel, to the right, and I'm standing in the middle. It's a recent photograph. We took it last Christmas. Gave you my... It has a bit of gloomy atmosphere. Okay. Will ich jetzt in die Mathebücher gucken? Books on mathematics and physics. They contain the general formulas, logarithms, and tables. These books should provide the basic knowledge of mathematics. Kann er die noch nicht? I still need to find the book set for specific exams. I don't want to burn that. Warum nicht? Das Foto? Hey, ich teste halt mal ein bisschen. This is my new bed. The frame's a bit rusty, but the bed sheets look clean enough. Schemel. What should I start to study? Walter can use this table to study math, occult, exams, or chemistry. Use the correct book on the table to start studying. Another study location can be found at Miskatonic University. Press any key to continue. Good window. Oh, a nice view of Arkham. Chest. A few batches of firewood on the chest. Nehmen wir nochmal mit. Fuel for the fire. There's one batch of firewood left, okay. Nee, komm mal hier rüber. The lock is shaped too unevenly to cover the whole of the hole probably. Gut, müssen wir erstmal schön hier ein Dings draus bauen. Ein Brett. So, wenn ich jetzt das hier auf den Tisch ziehe, dann fangen wir an zu studieren, oder was? Ich dachte, ich kann auch was aussuchen. I'm hungry. I should get a bit to eat. A bite to eat. Health minus 1 Math. Ah, ja klar, das war ja Mathebücher, ne? Oder? Ja, war Mathebücher. Okay, er hat irgendwie Health verloren, weil er und Sanity verloren und so, weil er hungry ist, oder was? Er ist das doch hier. Knirsch, knirsch. That hits the spot. I'm full. Sehr gut. Offenbar braucht er nicht viel. Aber das Food ist weg. Das war unsere erste und einzige Mahlzeit. It's a cheap mantle clock. I have to stop because of noisy ticking. Okay. Ja, dann sind wir hier durch, ne? Haben wir alles gemacht. Studieren wir jetzt nicht nochmal. Ach, die Map. Können wir uns nochmal angucken. Water can fast travel by using the map. Open map, press any key, continue. Okay. Miskatonic University, home, coffee house, downtown. Das ist alles, ne? Oder? Kann ich hier noch... Oh ne, ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich scrollen kann. Ever since I was a little boy, I wanted to study here. Ich weiß nicht, ob das eine gute Überlegung ist. Must make the most of this opportunity. Ist ja ganz schön was los hier. Können wir mit ihr interagieren? Ne. To the city. Okay. Geh jetzt in die Uni. Map. Home. Ist vielleicht gar nicht so clever, die ganze Zeit hin und her zu reisen. Ja, Zeit und Energieverbrauch dann, ne? Oder? Dombrovskis Lodging House.
ich jetzt direkt wieder in meinem Zimmer? Nee. Ich wollte nämlich eigentlich nur aus der Tür rausgehen. Time advance in the background as water explore the world. Siehst du genau das, was ich meinte. Ich vergeude Zeit damit, dass ich hin und her reise. Actions like sleeping, studying and resting. Advance time for several hours. Press any key to continue. Wo ist der Unterschied zwischen sleeping und resting? Time is stopped when examining the map, notes or archives and during dialogue. Durchgestrichenes Uhrensymbol on the top right corner displays when the game time is stopped. Alles klar. Bucket. The rusty old bucket. A crude cloth sack is hanging on its side. Mit. Except for the cloth sack, there's nothing in the bucket except dust and filth. And I don't need the sack right now. Es entscheidet immer noch ich, was du brauchst. Leiter immer mitnehmen. I don't think the letter. I don't think I need the letter right now. Ja, du vielleicht nicht. Room sign. That's room number 1. That's room number 2. Überraschung. Mailbox. Das kann ich auch reingucken, ne? I've got some mail. Sie haben Post. A letter addressed to me. The post stamps from Haverhill. Wollen wir mal eben gucken, ob wir den Text vielleicht schneller machen können? Text Speed. Okay. Resume. So, was ist das hier für ein Brief? Jetzt ein Letter vom Aunt. Oh Gott, Alter, er hat echt ein ziemlich inniges Verhältnis zu seinen Tanten. Aber war das nicht bei Lovecraft auch so? Ich weiß nicht genau. Dear Warder, I hope the move went nicely. Have you already settled in a new city? Can feel strange at first, but you'll get used to it, I'm sure. I've paid Mrs. Dombrowski 2 months rent in advance, so don't worry about that. I'll send you weekly allowance every Monday by mail. For motivation, should you need it, I'll send you a little extra if you do well in your exams. Needlessly to say, we are very proud of you. I know your mother is too, even if she can't say it. I'm sure you will make the most of the opportunity. Don't study too hard and remember to rest. Oh, da mach ich mir keine Sorgen. Your affectionate Aunt Margarete. I found some of your belongings still here. I will mail them to you tomorrow. Ja, gut. Nice of you to check on me already. War ein bisschen überfürsorglich. Also gute neue, can earn some extra money doing well on my exams. Die Tante bezahlt einen. Oh, gib mir. Sanity ist gut. Row of mailboxes, mine is in the middle. No new mail. Alles klar. Was mit der Pflanze? Better not touch it. It looks like it could crumble to dust. Boah, das scheint ja alles ein sehr modern, aufgeräumtes und sauberes Domizil zu sein. Nur mal kurz für die Leute, die diese Art von Games nicht so kennen, wie das von mir eben erwähnte Zack McCracken und Manic Mansion oder auch Monkey Island. Es ist halt üblich, dass man sich in solchen Screens, von denen es ja meistens auch nur eine begrenzte Anzahl, also meistens gibt es halt immer nur diese Screens und da muss man dann sich halt irgendwie alles angucken und dann gegebenenfalls Dinge irgendwie in dem Moment oder auch später kombinieren. Das ist halt deswegen, also dauert das alles ein bisschen länger, wenn man sich alles genau angucken sollte. So. Gehen wir jetzt einfach mal in einen Raum und stören die Leute. I don't want to disturb the lodgers. Es gab Spieler, kann man zumindest mal reingehen. Dann kommt man rein, macht die Tür auf, heißt, raus hier, dann gehen wir wieder raus. Und dann muss man die irgendwie ablenken und so weiter. Classic. Tja. Aber er ist offenbar gut erzogen, besser als ich. Ah, was ist das? Frame Notice. Das ist bestimmt eine Hausordnung. House Rules. No pets, no children. Silence begins at 9 p.m. No overnight guests. Rooms will be cleaned on Monday at noon. Mr. Around the tight. Achso, das war sein Kommentar. Ja, das ist wirklich so ein bisschen alte Schule. Schön viele, fast schon Deutsch irgendwie. Oh, da war. Disgusting. Oh, ich hoffe, die kein Sanity. Ja, aber echt. Zieh mir was von der Miete ab. Nicht, dass ich die selber zahlen würde, aber das geht ja gar nicht hier. Dieses Vieh gesehen, das war fast so groß wie ich.
Aber kein Sanity verloren. So, hier ist Manager. Das ist Landlords Mid-Roll Apartment. Dann gehen wir da mal rein. Coming. Krieg ich jetzt Dialogoption? Jawohl. Ich habe gerade gelesen. Ja, ja, ja. Just keep the noise down. Okay, thank you. Okay. Complaining about the... ask about the history. This is a house color for your history. What? I mean, I've heard rumors that apparently nur Gerüchte. Sollen wir nicht drauf hören. Achso, das sind irgendwie Sachen vor 2 Centuries? Keine Ahnung. Jahrhunderte? Okay. Das ist offenbar ein Thema, das hier nicht so angenehm ist. So, dann wollen wir uns mal über die Ratte beschweren, ne? Wenn sie uns dumm kommt, können wir das auch. Holt ihr die Schrotflinte? Wieso ich denn? Muss ich das noch selber zunageln oder was? Das ist der Hammer auch noch weg. Das ist auch so Classic. Never remembers to bring back what he borrows. Go and ask Matsuru to give you the hammer back. Ja, wo ist der? He's in room number 1. Ah, jetzt darf ich da rein. Here's the plank and some nails. Thanks. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Okay. Ja, ja. Okay, ich habe auch gar keine Option mehr. Okay. Ja, genau. Worüber reden wir hier, alte Frau? Oh Gott, nee. Nee, 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 nee. Ich will hier kein, ich bin hier kein Hausmeister. Geh weg. So nötig habe ich es auch nicht. Ich kriege Geld von meiner Tante, da muss ich hier keinen Laubhaken. Gut, also. Wo waren die Tasks? Hier haben wir ein Piece of Wood. Das Ding ist, ich habe jetzt ja hier Tasks gekriegt, Close the Rat Hole. Und wenn ich das mache, kriege ich ja Sanity. Aber das Ding ist, mein erster Gedanke war, ja, ich kriege jetzt einen Hammer und Nägel. Wo habe ich überhaupt Nägel? Ja. Und Hammer, Nägel und Brett und so weiter. Und dann mache ich vielleicht mal was anderes, Sinnvolleres als das das Rattenloch zuzunageln. Gut, hier ist also Mr. Dings drin. It's open, Mr. Machurawski. Oh, guck mal hier. Oha. Er ist ein Bastler. Walter Gilman, der Fellow Lodger hier. Wo ist der Hammer? Immer mit ihm. Was baut er da? Somewhere around here. Das triggert ja auch schon wieder den Langfinger in mir, ne? Wenn er so beschäftigt ist, dass er nicht mal, dann kann ich ja mir nicht mal alles mit hier, was da ist. Kruzifix. I can't take Joe's Crucifix. Warum nicht? Was ist das denn hier? Eine Machine Part? Das ist ein Didgeridoo. Too large to carry. And I don't even know what it is. Egal, mitnehmen, mitnehmen. Immer mitnehmen. It's a part of a loom. Okay. Kleine Anspielung an Loom oder was? Crucifix showing Christ hanging on the cross. Joe must be a religious person. Clutter. There's a pair of tweezers right here, but I don't need them right now. Tweezers sind, glaube ich, ist eine Pinzette, ne? Aber diese Tweezers erwähnt er halt irgendwie schon, ne? The crowbar here, but I don't think I need it just now. Nimm das mit. Locked. Can't reach it. Im Flur steht eine Leiter. Kann ich hier jetzt rein und rausgehen, wie ich will? See road water. Ich brauche die Leiter, um aufs Regal zu gucken.
Ja, mach das nicht. Mach. Komm. Gut, great. Nothing interesting hier. Guckt erstmal nach. Move it out of the way. Okay, was ist da drunter? Mach das. Was haben wir denn da? Floor bowl or board with a hole. Looks like something shiny inside the hole. Guck mal kurz weg, Joe. I need to remove the board to get it. Das ist auch oft ein Szenario in solchen Spielen, dass man was haben will, aber eine andere Person in demselben Raum oder in der Nähe ist, die das beobachtet und dich davon abhält. Dann muss man es irgendwie schaffen, die Person abzulenken oder aus der Nähe, aus dem Raum zu bewegen, um dann eben diese Aktion durchzuführen. So, hier, da war noch eine Crowbar. I might have you for this Crowbar. Okay, wir verstehen, wie das Spiel funktioniert. Gerade eben dachte er, er braucht kein Brecheisen. Und jetzt hat er das gefunden und sagt sich, jetzt brauche ich ein Brecheisen. Wenn ich jetzt ins Menü gehe, das Brecheisen nehme und auf die Planke anwende, wird Joe garantiert was sagen. Das wird er nämlich, also bin ich mir ziemlich sicher, dass er das nicht einfach durchgehen lässt. Wäre ich fast ein bisschen enttäuscht. Okay, rede mit ihm. Okay. Okay, das klingt einfacher als gedacht. Hä? Guck mal rein, there's something shiny in there. Wieso leuchtet das nicht mehr? I need a closer look to see what it is. Ja. Ran an die Buletten. Found a small key. It might be useful. Das ist wirklich sehr unüblich, dass da NPC sitzen und sich das einfach machen lassen. Joe's Key. Hä? Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdiges Rätsel, weil äh, der Hammer ist in dem Schrank eingeschlossen und der Schlüssel ist unter dem Brett. Das ergibt irgendwie nicht wirklich viel Sinn. I don't need to search there anymore. Das ist ein bisschen viel Aufwand für einen Hammer. Ich dachte, ich finde hier irgendwas richtig Geiles. Nee, du sollst es wieder zumachen, das haben wir ihm versprochen. I need some tools to put it back on. Ja, Hammer. Wie wär's damit? I better nail it back into the place. So sind wir. So. Alles klar, Joe. Aber kann ich vielleicht den Kleber haben? Her damit. Just give it back to me when we're done. Ja, machen wir. Ehrenwort. Ja, ja, Kleber, komm. Okay. Hier, Scissors. Brauche ich auch. Juhu. Ja, ja, das kriegst du alles wieder. Toolbox. There's nothing of interest in the toolbox. Also, Leute, merkt euch, da sind es Tweezers. Also, ich meine, ist eine Pinzette, ist da in seinem Dingens. Wenn wir also irgendwann in der nächsten Zeit in die Situation kommen, dass wir irgendwo was raustweezen müssen, erinnert euch daran. It won't be appropriate to light Joe's fireplace. Come on, baby, light my fire. Loompart, okay. Es gibt auch so Spiele, so dieser Art, wo du alles highlighten kannst, was mit interagieren kannst, damit man sich dieses Absuchen der einzelnen Objekte sparen kann. Das ist so ein bisschen die neumodische Variante. Ich glaube, beim neuen Monkey Island ist es so. Bei den alten Sachen muss man das immer alles nochmal selber durchklicken. Nothing here, the crate is blocking access to the shelf. Okay, das heißt, jetzt wegschiebt und nicht jetzt an das Cabinet kommen, das hatte auch seinen Grund, ne?
Okay, ich sagte, er muss nirgends mehr suchen. Gucken wir mal, was er zu den Tweezern sagt. Ja, okay. Okay, offenbar ist es egal. Oh, das ist ein Schieberätsel. Ich habe erst die eine Kiste weggeschoben, konnte dann die andere nach unten schieben. Wait a minute. The bottles smell like alcohol. Oh, Joe. If I'm not mistaken, that's bootleg whiskey. Seems like Joe has a secret voice. I wonder where he got the alcohol from. Ich will auch was. Okay, er hat da erstmal schön ein paar Bullen Whisky versteckt. Schwarz gebrannten. So, Joe. Wir müssen mal reden. Erstmal Chit-Chat. Loom ist doch ein Webrahmen, ne? But something like an extra assignment for people I know. Verdient er sich schwarz gebrannten. I see. Wollen wir einfach mal beiläufig nach dem Alkohol fragen. What? Das ist nur rein medizinisch. I have problems with, ja, was ist das? Ja, ich will auch welchen. Her damit. Her mit dem Gesöff. Okay. Near Orange Gangway. Which is 62 books water. Ich will Alkohol. You don't look like the drinking type. Das ist ja wohl meine Entscheidung. Sure, thanks for the tip. I'll get back. New location. New. Okay, warte mal. Map disabled. Okay. Gut, wir haben jetzt Kleber. Wir haben herausgefunden, dass es hier irgendwo Alkohol gibt. Und den Hammer. Gut, ich würde sagen. Nee. Geh! Warte mal. Warte. Late evening. Ach, hier oben ist tatsächlich sogar auch die Zeit. Joe's glue, Joe's scissors. This kind of glue. I should return it when I'm done. Aber ich kann damit ja den Raum nicht verlassen. Was soll ich denn hier damit machen? Irgendwas hier in mein Inventar zusammenkleben? Scissors. Okay, kann ich damit das Foto zerschneiden? Let's see if I can cut out my headshot without damaging the portrait. Great. I totally ruined the family portrait. At least I got my headshot photograph out of it intact. Gut. Jetzt habe ich halt dadurch, dass ich den Raum mit diesen Items nicht verlassen kann, war für mich halt irgendwie klar, dass wenn ich die gar nicht benutzen sollen, müsste, dürfte, hätte ich sie ja gar nicht erst bekommen. In einem guten Game Design. So, und jetzt hier ist es ja so, dass ich damit nicht den Raum verlassen kann, also muss ich damit offenbar irgendwas mit den Sachen machen, die ich schon habe. Jetzt habe ich, so wie es aussieht, genau, mein Porträt mit der Schere da rausgeschnitten. Jetzt ist die Frage, kann ich da jetzt einfach jetzt mit Kleber benetzen und dann gegebenenfalls mit irgendwas anderem kombinieren? Machen wir einfach mal. Alright, I carefully apply the glue on the backside of the photo. Done. Ich denke mal, dass ich mir dann mit einer mittelfristigen Ausweis fälschen muss oder so. Von daher habe ich jetzt quasi ein selbstklebendes Passbild erschaffen. Deswegen kann ich jetzt auch dem Kollegen hier seinen Kram wiedergeben. Thanks. Jetzt aber halt, normalerweise sammle ich immer alles ein wie so eine Elster. Aber ja. So, was haben wir vor Uhr? 34 Minuten, alles klar, hilft. So. Scissors zurück. Thanks. Okay, dann können wir jetzt ja hier auch raus. Achso, das Crowbar auch noch. Ja, gut, das habe ich ja schon benutzt.
Das ist ja eigentlich für ein korrekter Typ, ey. Hätte einfach alles mitgenommen. Ich muss aber sagen, dass ich anfänglich, als ich das Titelbild gesehen habe, dachte ich so, scheiße, was sind das denn für Riesenklötze? Aber jetzt so, wie ich jetzt so spiele auf 2K, jetzt schmeißt er mich raus. Okay, ja, ich wollte eh gerade gehen. Wieso sage ich, oh, was ist jetzt los? Okay. I've got the feeling he didn't tell me everything he knows. Ja, ach was. Maybe I can somehow persuade him to tell me more. Ja, also. Oh Gott, der Raum! Ich muss in dem Raum! Wieso ist es mit dem? Na, lass uns morgen reden. Ich glaube, wenn ich alles was er weiß. Ah, of course now. Okay, es ist also spät. Ich müsste es Dombrowski noch da. Okay, es ist also spät. Wollen wir wirklich jetzt aufs Zimmer gehen? Mir schwant Böses. Zumindest hat uns die Ratte nicht besucht. Lass uns mal auf die Map gucken. Downtown, Coffee House. Hier, Orns Gangway. Da haben wir nämlich jetzt durch den Dialog eine neue Location gekriegt. Also offenbar ist es die gesamte Map. Aber sie erweitert sich dann. Gut, dann lass uns mal das Brett davor nageln. Der Ziel ist Hole, ja. Nägel hat er aber nicht eigentlich. The keeps the beast away. Klar, Ratten haben dich schon immer. Sehr gut, wie spät ist es jetzt? Night. Clear day. Gut, wir haben Hammer. Können wir jetzt schlafen? Do you want to sleep or rest? Wir schlafen. Getting a good night's sleep is very important. It reduces tiredness, sickness, and heals injuries. A good sleep also grants a small sanity bonus. If the sleep is disturbed, the positive effects are much lower. Ja, ey. Hoffen wir einfach mal, dass nichts passiert. So, schlafen. I slept well. Nice. Boni. Her mit dem Boni. Komm nicht? Schade. Gut. Was ist heute los? Tuesday March? I have no upcoming events. Hat nicht viel zu tun, ne? Finde ich gut. Studieren will ich ehrlich gesagt nicht. Das ist irgendwie doof. Feuer ist aus. Passt. Gucken wir mal auf die Taskliste. Persuade Joe to tell story. Get a grade B or better. Work on theory papers. Check her schedule. Wo ist das? Wie mache ich das? To-do list. Okay. Map of Arkham. Ich rede nochmal mit ihm hier. No answer. Geh rein. Joe, geh rein. Lass uns. Nein, geh rein. Hol den Kram. Räum die Bude aus. Oh, Paket. Nothing. Aber ein Paket? The package addressed to me. Ja, natürlich. It's from Aunt Margarete. Let's see what we have here. Her damit. Razor blades, earplugs and a bottle of sleeping pills. Oh, okay. They'll come in handy. Wieso, du hast gut geschlafen, hast du gesagt. Razor blades, Razor blades, Razor blades. Wüsste ich aktuell nichts mit anzufangen. Earplugs. The earplugs to block more obtrusive noise when I want to study, rest or sleep. Du brauchst ja andauern. They are in mint condition. Aha, also offenbar kann ich die nur ein paar Mal benutzen. Sleeping pills and razor blades. A bunch of razor blades. They look very sharp. Das ist ganz gut bei Razor blades. Gucken wir mal zu der Vermieterin und, oder? Ja, wir haben ja noch keine weiteren. Naja, fragen wir mal nach dem Raum. Coming. Tell about Joe's warning.
Wo ist John Makowitzi? Die wird sauer werden. Ja, sie hat wenig. Ja, ja. Aber sie will davon nichts hören. Das ist alles 2 Centuries ago. Ah ja, er ist nämlich ein betrunkener und abergläubischer Narr. Ja, äh. Mhm. Dann ist ja alles gut. Ich habe wirklich keine Zeit für ihre komischen Jobs. Ich muss hier Sachen machen. Gut, also hier unten das, und dann kann ich nach oben und dann bin ich auch raus. Also nochmal hier draußen gibt's nichts, ne? Trombowskis. Dann, ja, würde ich sagen, können wir hier mal hingehen. Ah, der Kollege. Sachs Laundry. The residents have hung their laundry out to dry between their houses. Judging from a rag cloth, they must be quite poor people. Aber nur mit. Klauen ihn jetzt die Klamotten. Can't reach. Ja, siehst du, warum die Leiter. But it doesn't matter, I don't need those rags anyway. Das entscheide immer noch ich. So, Space. Pause. Wir nehmen erstmal einen Schluck aus der Pulle. Jetzt seid ihr am Quatschen, dann kriege ich ja mal einen trockenen Hals, Kinder. So, Prost. So. Wo wir gerade dabei sind, können wir ja mal eine Feedback-Runde machen. Wenn ihr das Video bis hierhin durchgehalten habt und auch Fans alter Schule seid, beziehungsweise das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Spiele früher gespielt habt, weil ihr genauso alte Säcke seid wie ich. Oder Säckinnen. Sackende, keine Ahnung. Oder ob ihr solche Spiele spielt, gut findet, weil, obwohl ihr jünger seid und die Klassiker quasi nachgeholt habt. Obwohl es solche Spiele heutzutage wirklich nur noch sehr selten gibt. So. Ja, Game Pause. Genau. So, das ist hier Youngster Cigarette Butts. Warum denn nicht? Bist du dir zu fein? Okay, es ist ja offenbar länger. Sax. Sawdust. Ob du Verwendung für Sägemehl hast oder nicht, entscheide immer noch ich, Kollege. I don't want to stop the residents to go to reason. Empty. Box. Oh, eine Box. The box is empty, I don't need it. Das entscheide immer noch ich. The barrel has been shut. I don't think I need to see what's inside. Er denkt zu viel selbst. Müsste er mir überlassen. Ja, okay, reden wir mit dem Youngster. Excuse me. Okay. Nur wir gehen einfach, wir fallen immer mit der Tür ins Haus. Was haltet ihr davon? Ja, gut, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Or maybe you are lost. Anyway, I don't know anything about it, so best just keep walking. War da Prohibition zu der Zeit? Geschichte ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Was heißt Persuade? Einschüchtern oder ist das Diplomatie? Keine Ahnung. Oh, jetzt hier wäre Name-Dropping. Your friend Joe has sure a big mouth. Maybe too big for the good. Anyway, the name doesn't ring a bell. My memory isn't what it used to be, you see. Right. Ja gut, müssen wir halt. Was hatte ich noch? Das kann ich jetzt nicht nachgucken. 19 Flocken oder so? Wieso will ich eigentlich... Sag nicht, ich kann jetzt den Betrag aussuchen.
Soll aber wohl reichen, oder? Das hat gerade eben schon nicht funktioniert. Versuchen wir es mal. Ja, klar. Hau mal alles raus. Warum nicht? Hätte sich zumindest einen anderen Namen ausdenken können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum er Alkohol haben will. Ich meine, jetzt ich persönlich schon, aber was will er in dem Spiel jetzt mit dem Alkohol? Ist er ein Alki? Ich brauche einen Studentenausweis. Was ein Aufwand, um Alkohol zu kriegen. Also, ich weiß ja nicht, wäre schön, wenn ich mir daraus einen Molly bauen könnte, wie bei Last Ninja 2, glaube ich, wo man dem Obdachlosen seine Buddel abluchsen muss und dann steckt man da einen Stofflappen rein, dann kann man dann mit Molly bauen und dann ein Krokodil in den Abwasserkanälen damit abfackeln, glaube ich. Da würde ich ja noch verstehen, dass ich diesen Aufwand betreibe, um Alkohol zu kriegen, aber sonst wüsste ich nie, was ich damit machen sollte. Außer womöglich Sanity verlieren. Aber wir gehen jetzt endlich, ihr habt alle drauf gewartet, wir gehen jetzt endlich in die Miskatonic University. Ich hab, oh Gott, so, na egal. Gehen wir rein. Oh, ein Moped. I don't want to mess with the automobile. Looks expensive, I will probably get in trouble if I tried anything funny. Versuch's doch einfach mal. Du bist ein Student, du bist jung. Lass dich doch nicht so am Anfang des Lebens schon so einengen mit irgendwelchen Gesetzen und Regeln. Mach einfach, was du meinst. Du musst deine eigenen Erfahrungen sammeln. Es ist deine Reise. Jetzt ins Fenster. Was stand hier gerade? Da war doch gerade was mit Front. Das ist natürlich ein bisschen problematisch bei solchen Games, wo man alles hier absuchen muss, also dass man da womöglich was Wichtiges übersieht und dann halt im Spiel hängen bleibt. So, rein in die gute Stube, in die hübsche Bude. So check my course schedule and see what book I need to study. Ja, genau. Das wollten wir machen. Porträt. Hier haben wir wieder reichlich Sachen abzuklicken. Sie spielt der Gameboy, oder was? Wir haben aber ungefähr noch 13 Minuten. Dann können wir wahrscheinlich hier noch die Räumlichkeiten erstmal mal durchsuchen. Wir fangen hier an mit dem Kurs-Schedule, weil das ist eine Aufgabe auf unserer Tasklist und gibt uns hoffentlich Sanity. My next course is a series of equations required reading for the course on quaternions. I should be at the library upstairs. My math skills will come in handy. My next lecture is March 3rd. Next exam, March 12th. Add the dates on my calendar. War das ein Next Kurs 3. März? Was haben wir jetzt? Ah, natürlich, morgen. My next lectures morgen. 12. Läuft. Was ist hier drin? This book has some history. It was founded by wealthy Arkham gentry during the reputation academic community. The press library has attracted that. Currently, it's considered the most prestigious university with Harvard. Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern ihr mit dem Lovecraftschen Mythos vertraut seid. Ich will da jetzt auch nicht tief einsteigen oder sowas, aber richtig krass ist, finde ich, dass Lovecraft, ist ja auch immer noch eine sehr umstrittene Figur oder Persönlichkeit, dass der bis heute so einen krassen Einfluss auf diese ganzen Geschichten hat. Ne? So diese ganzen Horror-, Grusel-, Gespenster-Sachen, irgendwie ist Lovecraft, mischt er da immer mit. Okay, gut, das ist dasselbe wie vorher. Plug. Auditorium, was immer das ist. The painting of a candy-looking pale old man reads Dr. Halsey, Dean of the Medical School.
I remember reading about the Royal Plague few years ago. Was Lovecraft angeht, wie gesagt, so kritisch man die Person selbst betrachten mag. Ich meine, letztendlich war er ein Kind seiner Zeit, das muss man immer so ein bisschen sehen. Aber so ein paar Geschichten von ihm zu lesen oder zu hören, gibt es auf Spotify auch super Hörbücher. Also das kann ich schon empfehlen. Wer denn dann noch? Hier Schatten über Innsmouth auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg zum Einsteigen. Aber hier, Small Plug Rates. Henry Cutler, First President of Wisconsin University. Ich dachte, da wären jetzt irgendwie Leute, die ich aus den Geschichten kenne. Kann ich mit denen reden? Das machen wir heute nicht mehr. Heute machen wir nur die einfachen Sachen, die wir schnell abhaken. Hier unten können wir nicht hin, okay. Was ist ein Auditorium? Gut, abgeschlossen. Je begrenzter der Spielbereich, desto besser, desto weniger Möglichkeiten. Boah. Oh, Herr, diesmal mal. Was passiert, wenn ich das ausmache? Ist es wirklich dunkel? Ja, schon, aber ich finde die Lichtstimmung und diesen Pixelart, also diesen Pixel-Stil, und so, das finde ich echt gelungen. Wie gesagt, im Titelscreen war ich ein bisschen skeptisch. Aber sonst so auch hier, wenn man ihn so von hinten sieht, so die Falten von der Jacke und von der Büchse, das passt. Ich bin ja andere Sachen gewohnt, wie das Zack McCracken damals auf dem C64 hatte, war weitaus grafisch, sage ich mal, rustikaler als das hier. Obwohl es auch eine richtig gute aufgebaute Grafikversion von gibt. Vom Townsend-Rechner oder so. Gibt es, glaube ich, auf GOG. So, Pipes, Knob. Okay, Pipes. I don't want to mess with the pipes. Plumbing isn't my area of expertise. Geil, jetzt können wir noch erinnern, du bist noch jung. Large pipe run through the corridor. I guess water pipes. Was mit dem Knob? I can't turn the knob with my back. Brauche ich dafür die Valve von Joe? Der hat doch eine Valve da rumliegen, so ein Ventilrad. Aber ich muss mir echt mal angewöhnen, ich drücke mal zuerst mit der linken Maustaste auf die Sachen, was dazu führt, dass er damit schon interagiert. Ich müsste eher rechts draufklicken, um mir die Sachen erstmal anzugucken. Das könnte fatale Folgen haben. Archives ist zu. Ne. Oh, hier ist einer. Gehen wir raus. Ich wollte mir nochmal den restlichen Raum angucken. Special Collection ist zu. War klar. It's a sturdy looking door with a safety lock attached to it. Nein, das ist ein Necronomicon, Leute. Ich sag's euch. Ich hab's im Urin. Gut, Archives haben wir mal schon. Archived Index Book. That's the index books for the Universe's archives. Dann kommen wir rein. You can shuffle the papers quickly using the arrow keys or the mouse wheel. Raise lower. Pressing. Okay, ja, das kriegen wir wohl hin. Was bringt mir das? Ach so. Ah, da ist der Raum. Records, Treasurer, das kann ich alles lesen, oder was? You're fucking kidding me. Wie viele Seiten hat das Ding? Medical. The Occult Science of Magic. Miracles. Okay. Ich weiß gar nicht, was muss ich jetzt noch lernen? Quaternions oder so? Was finde ich aber bestimmt nicht hier? Miskatonic Atheists and Agnostics. Das finde ich gut. Chemistry Club. Na gut. Okay. Seite 9. Arkham Gazette. 10. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja auch sonst gerne mal eure Empfehlungen für Lovecraftsche Werke in die Kommentare schreiben, welche Geschichte ihr am besten oder Geschichten ihr am besten findet. Der hat ja ein bisschen ausschweifenden Stil bisweilen. Das muss man mögen. Aber auch sonst hier der Fall Charles Dexter Ward, auch großartig. Oder Berge des Wahnsinns, ach Gott. Ihr wisst schon. Bedrock. Ja, gut. Das sagt mir jetzt so nichts. Wie gesagt, Dialoge will ich jetzt erstmal nicht.
Steht direkt davor. The various historia all forgotten and covered in dust. Hau auf. Ah, abgeschlossen. Ich frage mich, ob ich echt jetzt von Joe diese Worf kriegen kann. Aber was bringt's? Gut, was ist upstairs? Ah, hier. Wie haben wir das? 5 Minuten? Ich würde gerne noch einen Ausweis. Kriege ich hier vielleicht den Ausweis? Excuse me. How can I help you? I understand your special collection. You can't. Huh? The headliner Armitage changed the policy about a year ago. Weil sich einer das Necronomicon ausgeliehen hatte. Special collection books are kept separately from the other books for safety reasons. But surely it's possible to study them? Yes, it is. You can reserve a time to study the book here at the university. All inquiries about the special collection go to Mr. Armitage. Dr. Armitage. His office through that door on your right. Okay, I'll go to see him. I'm sorry, Dr. Armitage is absent at the moment. Natürlich. He should be available tomorrow. Tomorrow bin ich eh hier wegen einer Lecture in Quaternions. Ja, Bücher will ich jetzt nicht ausleihen. Goodbye. Ja, gut. Ich würde sagen, Freunde, an dieser Stelle machen wir einmal Schluss für diese Session. Und da geht es hier dann im nächsten Video heiter weiter. Ja, dann, wie gesagt, es ist jetzt euer Part, mir so ein bisschen Feedback dazu lassen zu den Dingen, die ich angesprochen habe. Kennt ihr Point-and-Click-Adventure? Wie findet ihr die? Gut, wenn ihr die scheiße finden würdet, werdet ihr wahrscheinlich nicht das ganze Video durchgeguckt haben bis hier. Ja, und gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleiben Sie mir gewogen. Bis dahin, reingehauen.